Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich mich mit meiner C-Klasse beschäftigen und schaue mir gleich einen weiteren Rostversteck an. Dafür werde ich die Scheinwerfer ausbauen. Da dieses Fahrzeug mit Xenon-Scheinwerfern ausgestattet ist, muss zuerst der Scheibenwischer ausgebaut werden. Er ist mit einer Mutter befestigt, die sich hinter der Abdeckung befindet. Diese wird jetzt hochgeklappt und anschließend kann die Mutter gelöst werden. Schlüsselweite 10 mm. Und jetzt kann der Wischer abgezogen werden. Es hat ziemlich gut funktioniert. Leider ist es nicht immer so. Manchmal sitzt der Wischer so fest auf dem Konus, dass man ihn nur mit viel Kraft abziehen kann. Jetzt kann der Blinker abgezogen werden. Dafür muss der Schnappverschluss gelöst werden und anschließend wird der Blinker nach vorne geschoben. So, jetzt kann der Stecker abgezogen werden und dann ist er draußen. Weiter geht's mit der Blende, die mit 2 Schrauben befestigt ist. Hier sitzt die eine und an der Stelle die andere. Zum Lösen wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Nachdem ich die beiden Schrauben entfernt habe, kann die Blende jetzt abgenommen werden. Jetzt geht es vorne weiter. Und zwar mit dieser Kreuzschlitzschraube. Der weitere Verschraubpunkt befindet sich auf der anderen Seite und zwar hier hinten. Und so sieht es aus. Der nächste Arbeitsschritt findet hier oben statt. Hier befindet sich eine weitere Schraube. Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt kann der Scheinwerfer entnommen werden. Was mir aber jetzt aufgefallen ist, die Dichtung, die ist schon so alt, dass sie an mehreren Stellen kaputt gegangen ist. Sie zerfällt praktisch. Deshalb werde ich sie auch bei der Gelegenheit austauschen. Zum Glück ist sie einzeln erhältlich. Jetzt noch die Stecker abziehen. Und jetzt ist der Schlauch vom Wischwasser dran. So, die Beifahrerseite ist fertig. Jetzt werde ich mich mit der anderen Seite beschäftigen und dann schauen wir uns die beiden frei gewordenen Bereiche an. Dadurch, dass der Abbau an der Fahrerseite genauso funktioniert, habe ich das jetzt etwas abgekürzt. Jetzt schauen wir uns die beiden Bereiche an. So, das ist die Beifahrerseite. Außer viel Dreck und Staub sieht man hier relativ wenig. Zum Glück auch keinen Rost. Ansonsten sieht der Rest an dieser Stelle erstaunlich gut aus. Die Fahrerseite muss ich auch nicht verstecken. An dieser Stelle ist auch kein Rost zu finden. Das Einzige, was hier erforderlich ist, ist eine gründliche Reinigung. Der Staub muss auf jeden Fall beseitigt werden. Der Wagen sieht in diesem Bereich also richtig gut aus. Anders sah das aus in den anderen Bereichen. Wenn du das sehen möchtest, dann schau dir das Video an, das ich dir oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ja, und jetzt bin ich sehr gespannt, welches Bild sich hinter der Stoßstange versteckt und was mich dort erwartet. Dadurch aber, dass es heute sehr kalt ist, werde ich diese Aktion auf einen anderen Tag verschieben. Ich bin aber jetzt sehr gespannt, ob dir dieses Video gefallen hat. Schreib mir deshalb bitte deine Meinung in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.